diese Millionen, die ich jetzt die Chance habe, dieses Jahr zu verdienen, ist natürlich alles fully unguaranteed. Das heißt, mit jedem Spieltag oder sowas verdiene ich mir da ein Sechzehntel. Da sind irgendwie keine Guarantees oder Bonusse oder sowas dabei. Ist das nicht sozusagen schon auch echt brutal, weil ich meine, du investierst jetzt so viel Zeit in die OTAs und verletzt dich jetzt, dann wäre das ganze Geld weg, ne? Also 1 Million. Mein Ziel ist es nicht, der Footballspieler mit den breitesten Armen zu sein oder der die meisten Gewichte heben kann, sondern ich will die beste Version von Jakob Johnson sein, die ich sein kann. Und wenn die beste Version von Jakob Johnson morgen im Training jetzt nicht extra nochmal eine Stunde in den Weightroom gehen kann, dann ist es nun mal so. Ja? Dann musst du es akzeptieren. Es gibt aber bestimmt was anderes, was ich tun kann, was mir mehr hilft. Ja? Ich war am Flughafen, ich bin ja immer jetzt am Wochenende von Houston nach Nashville zurückgeflogen, stehe da in der Schlange irgendwie im normalen Security Checkpoint, TSA, auch ich bin ganz normal Economy geflogen und auf einmal tippt mich jemand an und sagt so, hey Bro, und einfach Nico Collins in der Schlange, irgendwie 4, 5 Leute hinter mir, ja, aber halt mit Hoodie an, aber wirklich im Inkognito-Modus. Also du hättest jetzt nicht gedacht, dass er irgendwie NFL-Superstar ist oder sowas. Welcome to the Behind the Athletes Podcast. Heute unser Gast, NFL-Profi Jakob Johnson. Jakob ist einer der wenigen Deutschen, die es im Milliardengeschäft der NFL, der besten Liga der Welt, geschafft haben. Wir sprechen über Gehälter, Verträge, den Alltag in der NFL, Ängste, Sorgen, Träume und auch einiges Privates. Es ist wirklich sowohl inspirierend als auch informativ, mit Jakob zu sprechen. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Jakob Johnson. Let's go! Volume 2, Jakob Johnson bei Behind the Athletes. Jakob, wie geht's dir? Moin. Morgen. Gut. Wie geht's dir? Sehr gut. Schön, dich mal wieder zu sehen. Genau. Du siehst digital in Shape diesmal. aus. Ja, diesmal digital. diesmal nur digital, genau. Aber immer für mich zu Tagesrandzeiten. Das erste Mal haben wir uns um 6:30 Uhr auf dem Sportplatz in Münsingen getroffen, ja, beziehungsweise im Alp-Gym damals noch, ja. Alp-Gym, ja. Du dachtest, glaube ich, so ein bisschen, was ist das jetzt für ein Dude eigentlich? Mit deinen Cousinen noch, weißt du noch? Ja, da hatte ich die ganze Bande dabei. Ist auch lustig, ich hatte jetzt die letzten 12 Tage irgendwie meine 3 Schwestern, meine Frau, die 3 Schwestern im Haus, seit wir dann auch wieder 6 Kinder oder sowas am Start. Ich habe auch ein paar Workouts gemacht mit denen. Ja, trifft sich wieder ein Jahr später. Hier sind wir, let's go. Geil. Also damals, du warst ja, ich weiß, habe ich dir, glaube ich, gar nicht gesagt, aber ich glaube, du müsstest immer noch Top 10 Podcast sein, obwohl wir jetzt schon bei Folge 115 sind. Ja, also let's go. Ja, genau. Genau, das sind die tatsächlich natürlich mit voranschreitender Zeit sind es immer eher so die letzteren Folgen, die dann höher sind. Deswegen, also gab es damals ja super viele Nachfragen auch zum Thema irgendwie, was du gesagt hast, mit Mind und Spirit und Barefoot und so weiter, weil also da kommen wir auf jeden Fall auch zu. Aber ich muss natürlich jetzt mal kurz irgendwie so WhatsApp-Status Quo, also vielleicht unsere Hörer sind jetzt ja nicht die NFL-Super-Pros sozusagen. Du bist jetzt gerade bei den Houston Texans unter Vertrag, aber die Saison hat noch nicht begonnen. Genau. Diese Training Camps, gib mal so einen kurzen NFL Jakob Johnson for Dummies Update. So. Letztes Mal, als wir geredet haben, war ich gerade arbeitslos oder zwischen Jobs, wie man es heutzutage sagt. Ich war dann letztes Jahr noch über die Saison bei den New York Giants, habe jetzt dieses Frühjahr bei den Houston Texans unterschrieben für ein Jahr. Wir haben gerade unser Frühjahrstraining fertig gemacht, haben jetzt die sozusagen Sommerpause, bevor wir jetzt dann Mitte Juli ins volle Trainingslager einsteigen. Trainingslager wie immer für die Leute, die NFL nicht kennen. Trainingslager fängt an mit 90 Mann. Am Ende wird ausgelesen, bis nur noch 53 übrig sind. Und mit den 53 gehst du dann in die Saison rein. Das heißt, es ist jetzt so gerade noch ein bisschen die Ruhe vorm Sturm oder wo du die letzten Schliffe an deine Form setzt, bevor du dann im Trainingslager dich beweisen musst.
Ach krass. Und, wenn du sagst, du hast einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben sozusagen, dann Mhm. ist aber trotzdem noch so, dass du quasi um deinen Platz bangen musst sozusagen, oder? Ja, ja, immer. Also, Ah, okay. das ist immer NFL, so, not ja, for ja, long. das ist NFL, not for long. Also, du kannst auch mit 'nem großen Vertrag, ins Trainingslager reingehen und, wenn du dann released wirst, dann hat's dir das auch wieder gegessen. Klar, umso mehr Geld die Mannschaft dir garantiert hat, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du, released wirst, aber, es sind immer wieder Situationen, wo du halt mehrere Spieler hast, die um einen Roster-Spot, also einen Mannschaftsplatz, kämpfen und am Ende muss die Mannschaft eben entscheiden. Da wird dann meistens oder zumindest bei den guten Mannschaften entschieden, einfach nur based auf der sportlichen Leistung und nicht, weil du irgendeinem Spieler noch irgendwie Geld schuldest. Und, ist das jetzt schon so, dass wie sieht dann so 'n Trainingstag aus? Also, ist es so ist es so richtig, wie man das kennt, von morgens bis abends jetzt schon gewesen sozusagen, dass du ich habe ein Video von dir gesehen, da bist du morgens um 6:30 da im Hotel, sahst noch sehr verschlafen aus oder eher um Äh, 5:30 hast du gesagt? nein, also ganz so früh also geht's eigentlich gar nicht los. Diese Frühlingstrainingsphase, Spitzname ist OTAs, Organized Team Activities. Das ist alles streng reguliert im Football, wie viel man da an welchen Tagen trainieren darf. Im Endeffekt sind OTAs, glaube ich, 8 bis 9 Wochen. Davon hast du 2 Wochen nur Gewichte heben und ein bisschen Konditionstraining mit der Mannschaft, um die Mannschaft mal wieder zusammenzubringen. Die nächsten 2 Wochen machst du Konditionstraining plus ihr kriegt, glaube ich, 20 Minuten, 30 Minuten mit den Trainern auf dem Feld, wo ihr wirklich Football-Sachen machen dürft. Also, es ist so streng definiert, dass da, kein Spielraum ist für die Mannschaften, um irgendwie mehr zu tun. Da ist auch kein Kontakt erlaubt. Das muss alles, ja, also sehr, sehr, sehr slow down sein. Dann hast du 3 Wochen in der Phase 3. Das sind die echten OTAs. Das heißt, das ist wie, wenn du da pro Woche 3 bis 4 Trainings hast, also wirkliche Trainingstage, ähm, aber alles noch nur in Helmen, ohne Pads, ohne Kontakt, ohne Eins-gegen-eins-Situationen. Das heißt, es ist sozusagen wie ein trockenes Durchlaufen von dem, was du dann im Trainingslager machst. Und die Ähm, Superstars, waren die jetzt schon sozusagen dabei? das ist dann die letzte Etappe von diesem Frühjahr. Phase 1, 2, 3 ist meistens eher für die jüngeren Spieler oder Spieler, die sich noch beweisen müssen. Das Ganze endet dann mit dem Veteran Minicamp. Das sind 3 Tage, wo alle da sein müssen. Da ist auch Attendance ist Pflicht. Diese Okay. ersten 3 Phasen ist freiwillig, quote unquote, je nachdem, natürlich. Aber Veteran Minicamp, ist dann wirklich die gesamte Mannschaft da. Da hast du 3 Tage wie Trainingslager, nur immer noch ohne Kontakt. Aber das ist wahrscheinlich was am ehesten vom Trainingspensum und von den Meetings her an 'n Trainingslagertag anknüpft. Und ja, dann werdet ihr freigestellt, dann habt ihr 30 Tage frei und dann geht's, Ende Juli dann ins Trainingslager rein. Okay, und ab dann quasi ist dein Leben wieder dann ist Family-Besuch nicht drin, sondern dann ist dein Leben 24/7 NFL sozusagen. Ja, dann geht das U-Boot wieder los natürlich, dann geht das U-Boot unter Wasser. Ne, es ist wirklich so. Also, du hast dann, das Trainingslager 'n Trainingslagertag fängt mit also, Meetings fangen, meistens zu 7, 8 oder so was an und, das Ganze geht dann bis um 4, 5 nachmittags, aber da ist natürlich dann nicht reingezählt, was du an Zeit investieren musst, um für diese Trainingseinheiten und so weiter, bereit zu sein. Das heißt, du hast meistens noch 90 Minuten bis 2 Stunden vorher, am Tag, die du brauchst, um dich warm zu machen, deine Reha zu machen oder Vorbereitungsreha zu machen, um die verschiedenen Körperteile aufzuwärmen, Frühstücken et cetera, was du sonst noch machen musst. Das ist nicht in die Zeit reingerechnet. Und dann, nachdem der Tag vorbei ist, musst du natürlich dasselbe auch wieder machen für die ganzen Sachen, die, an dem Trainingstag dann passiert sind. Knöchel, Fingergelenke et cetera, was alles sein müsste. Massagen, Rotlichtbank, Recovery, alles, was du eben reinstecken kannst, um dann deinen Körper wieder fit zu machen für den nächsten Tag, äh, passiert dann, nachdem das vorbei ist. Und du hast natürlich die zusätzliche Komponente beim Football, dass du sehr viel Strategievorbereitung machen musst. Das heißt, du musst Mhm. die ganzen
also das Training, was du gemacht hast am Tag, schaust du dir an auf dem iPad. Jede Wiederholung, die du hattest, schaust du an. Und dann gleichzeitig tust du die Spielzüge für den nächsten Tag dir durchlesen, lernen, studieren etc., damit du am nächsten Tag so vorbereitet wie möglich körperlich, aber auch mental sein kannst, um dein Bestes zu geben. Was machst du da konkret sozusagen? Was sind so deine Recoveries, die du dann machst? Also Ende des Tages Recovery. Ich bin auf jeden Fall immer in der Rotlichtbank. Ich mache ein bisschen Blood Flow Restriction auf den Beinen. Das sind so Schnallen, die dein Blut anstauen und dann Ach. loslassen. Cold Tub, Hot Tub ist natürlich mit dabei. Ja. Kann auch sein, einfach ein bisschen auslaufen im Pool. Wir haben so ein Pool mit Laufbahn, wo du drin reingehen kannst. Verschiedene extra Sachen. Yoga natürlich am ganz Ende des Tages zum Öffnen wieder Faszien, Bänder und sowas. Und Boah. Schlaf. Schlaf ist natürlich auch A und O, einfach früh schlafen gehen. Ist das Aber wie Beste, was kannst du du dann tun noch früh kannst. schlafen gehen, wenn du gefühlt irgendwie schon, wenn du sagst, es geht um 7, halb 8 mit Meetings los, musst du ja eigentlich um 6 in der Facility sein. Ja, also ich versuche Muss so um 6 spätestens drin zu sein, auf jeden Fall, ja. krass. Und dann stehst du Ja. ja auch um 5:30 spätestens auf 5:30 oder um 5 auf, Uhr? 5:30 raus, in die Facility rein und dann in der Facility habe ich mir ich habe mir jetzt mittlerweile so ein Limit gesetzt, also ich bleibe nicht länger als irgendwie 2 Stunden vom Ende von unserem Okay. Schedule. Aber ja, in den 2 Stunden kannst du viel erreichen, wenn du halt einfach kurz Gas gibst noch. Mhm. Und wir sind ja schon voll irgendwie bei den Texans drin und aber hier in Deutschland war ja eigentlich das letzte Jahr immer das Thema und das war wirklich überall, Ja. diese Situation bei den Giants. Und für alle, die es nicht wissen, korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, 5 Verträge unterschrieben bei den New York Giants, 6-mal gefeuert über die Saison. Dann die Giants in Deutschland-Game gespielt, wo alle damit gerechnet haben, dass du da auch am Start bist. Warst du nicht Teil des Teams, sozusagen, warst mit in Ja, Deutschland ja. und hast auch warst gut präsent. Aber also ich weiß noch, dass wir gesprochen haben und das habe ich auch tatsächlich vielen Leuten schon erzählt. Da war, glaube ich, wie die 3. Mal, dass in der NFL ist ja Hire and Fire in Anführungsstrichen, so würde man in Ja, Deutschland ja, sagen. ja. Und da hast du mir gesagt, Quote, weißt du was? Ich bin in so einer guten Shape, ich bin so gut drauf, was immer die mit mir machen, das ist so, das kann ich nicht ändern, aber ich bin so happy sozusagen. Und Ja. ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört und weiß, oh, ich werde mal gefeuert, das ist so das life-changing Event sozusagen. Ist Ja. natürlich ein bisschen was anderes. Beim normalen Job passiert es auch nicht so häufig, hoffentlich. Aber nimm uns da nochmal mit, wie das war, weil das war ja auch nicht so easy für dich, sondern ihr wart gerade im Umzug Mhm. nach Florida eigentlich und du hast eigentlich deinen Koffer ausgepackt und wurdest, erste Nacht, die du da in Florida warst, glaube ich, ne? So hast du Ja, gesagt. ja. Und dann musstest du nach New York. Ja, also es war letztes Jahr war wild. Also ich war ohne Team, ohne Vertrag bis, glaube ich, Mitte August, also Mitte vom Trainingslager. Habe dementsprechend dann mein Lifestyle angepasst. Wir waren auf dem Weg nach Florida umzuziehen, weil ich in Florida eben trainiere. Ähm, und sind da eben gerade angekommen. Dann kam der Anruf von meinem Agent. Ich bin nach New York geflogen, habe da das Workout gemacht. Die haben mich unterschrieben, habe direkt gespielt und so weiter, durchs Trainingslager durchgegangen die letzten Wochen. Und dann war natürlich zuerst die Message, hey, die wollen mich hier behalten für dieses Jahr. Haben mich aber da natürlich schon darauf vorbereitet, dadurch, dass ich so spät zur Mannschaft dazugekommen bin, dass es wahrscheinlich ein bisschen auf und ab werden kann dieses Jahr. Ja. Und du musst dazu sagen, um in der NFL vom aktiven Roster in den Trainings-Roster dich zu bewegen, musst du sozusagen gefeuert werden. Das heißt, jedes Mal, wenn die Mannschaft irgendwie mich hin und her bewegen wollte, mussten sie mich feuern, ein paar Stunden warten, mich dann wieder unter Vertrag nehmen und mich dann in den Trainingsplatz setzen. Das heißt, ich war da mental schon ein bisschen darauf vorbereitet. Ich glaube aber auch, dass letztes Jahr einfach mein Mindset ein ganz anderes war. Ja, ich war viel mehr einfach fokussiert darauf, was ich alles habe und nicht auf was ich nicht habe. Ich habe die Möglichkeit gehabt, da für die New York Giants zu spielen. Das war eins der Franchises, weiß man, das du schon als Kind kennst, wenn du Madagaskar gesehen hast mit den Löwen und den ganzen Sachen so, The New York Giants. So, ja, und dann feiern sich alle ab. Das heißt, es war von der Seite ein Traum. Ich hatte die Möglichkeit, nochmal für einige Coaches zu spielen, die mich kannten aus den ersten Jahren in der NFL und sowas. Das heißt, das war cool. Und ja, einfach die Möglichkeit haben, noch ein Jahr in der NFL zu spielen, das war riesig. Ja, ich habe
immerhin 3 Spiele machen können für die Giants. War dann der Rest der Season im Trainingsroster. Es hat sich für mich immer so angefühlt, wie wenn, hey, ein, zwei Sachen gehen, wenn ein, zwei Steine in meine Richtung fallen, dann stehe ich auf dem Feld und habe eine Opportunity zu competen. So ist es nicht gekommen, aber ich habe, glaube ich, letztes Jahr wirklich verstanden, dass du dich einfach konstant so bewegen musst, wie wenn die Sachen, die du möchtest, dass sie passieren, auch passieren werden. Und das heißt, da war mein Fokus. Ja, es war nicht ideal. Klar, umziehen in New Jersey, irgendwie in so einem Corporate Housing wohnen während der Season und so weiter, das war nicht alles super. Aber gleichzeitig, man, du bist in New York, gut essen gehen, du kannst dir die Stadt anschauen und hast eine Möglichkeit jede Woche, dass du vielleicht eine Chance hast zu spielen. Und das ist alles, was du am Ende des Tages irgendwie erwarten kannst. Hast du, also was für ein Satz, ne? Ich habe mich darauf fokussiert, was ich habe und was ich nicht habe. Hast du irgendwie eigentlich einen Coach, der mit dir sozusagen Mindset macht, oder kommt das alles aus, jetzt alles Aus Jacob-made sozusagen? Ich habe am College mal kurz mit 'nem Mental Coach gearbeitet, Ja. und es war auch cool. Ich habe da also Oder da zu der Britney, Zeit war die ich dein nicht ready. Mental Coach ist, oder keine Ahnung. Na, Mann, Ja. also mittlerweile ist es, glaube ich, einfach ein Teil so von meiner täglichen Praxis, was ich mir irgendwie aus dem Yoga und aus dem Bücherlesen angeeignet habe. Ich weiß nicht, ob du's hier hinten sehen kannst. Das ist auch so ein Buch, Kein was ich sehr cool finde, ist „The Alchemist", ist vielleicht ein bisschen zu verschwommen, so ein Klassiker, weißt du, ich meine, geht's, glaube ich, darum, dass einfach so dein wie sagt man denn Purpose auf Deutsch? Tatsächlich wird das in Deutschland, also wenn du es in Deutschland Purpose benutzt, ich würde sagen, so ein bisschen Antrieb? deine Bestimmung, deinen Sinn sozusagen, Ja, aber dein Sinn. ja, genau. Sinn oder dein Antrieb zu haben, ist, glaube ich, riesig und dann alles andere daraus fließen zu lassen. Also, ich habe, ähm, über das Yoga gelernt, dass, okay, du fängst beim Yoga an, boom, dann, wenn du Yoga ernst machst, dann machst du irgendwie jeden Morgen ein bisschen was, ähm, aber du gehst dann oder versuchst zumindest in deinem Weg von dem Körperlichen irgendwie ins Mentale überzugehen. Und, ich habe da angefangen, mir so einfach Routinen zu bauen, ähm, morgens ein bisschen was lesen, meditieren, journalen und sowas, die, äh, es mir dann helfen, on track zu bleiben. Und das ist auch nicht eine gerade Linie, ja, ich kann nicht hier sitzen und sagen, das ist ey, ich bin immer even keel und alles funktioniert immer super und ich bin immer in diesem perfekten Modus. Aber ich merke recht schnell, wenn ich von meinen Routinen wegkomme oder wenn ich gestresst bin, dass mich diese Routinen wieder on track bringen. Und, das war letztes Jahr wirklich halt der Feuertest da dafür und, ich habe gemerkt, dass dass es eben funktioniert. Also, es war nicht jede Woche easy, ja. Ich hatte auch da meine Wochen, wo ich so dachte: „Man, Digga, what the fuck, also, was geht hier ab?" Ähm, aber wenn ich dann wieder zu meinen Routinen gefunden habe, habe ich gemerkt: „Hey, halt deine Augen auf was wirklich zählt und, das ist eben, was du alles hast und nicht was irgendwie fehlt oder was du wünschst, dass irgendwie anders wäre." Ja. Und, was ich interessant finde, ich meine, das wissen ja auch alle, die dich kennen, die dich verfolgen, aber, noch mal vielleicht auch für alle hier gesagt, dieses Thema Körperlichkeit und Yoga und aber auch, das hast du schon mal gesagt, dieses vom Körperlichen ins Mentale hast du's, glaube ich, grade genannt. Mhm. Wie meinst du das? Also, würdest du sagen sozusagen, wenn du jetzt, ähm kein Footballspieler wärst und, quasi irgendwie McDonald's, Röllchen um den Bauch hättest, würde es dir dann schwerer fallen, auch mental? Also, ist das so, ist die Verbindung so krass? Also, ich habe schon öfter gehört sozusagen. Geht Ja, mir genauso, aber also, ich glaube, dass, so 'n mental, aus einem schlechten wenn du gerade in 'nem schlechten, mentalen Zustand bist, den zu ändern, der easyste Weg, den zu ändern, ist, wenn du was körperlich machst. mhm, Also für die meisten Leute. Für die meisten Leute ist irgendwie trocken sich hinsetzen und irgendwie meditieren oder über ihre Gefühle nachdenken oder sowas sehr schwer oder ungewohnt. Und, ich finde mal, auch wenn es nur irgendwie ein Spaziergang ist oder sowas, mhm, irgendwas mit deinem Körper zu tun, ist der einfachste Weg, um dein mentales Gleichgewicht wiederzufinden. Und, das ist beim Yoga halt ganz groß, dass du sagst: „Hey, du machst da was Körperliches, aber eigentlich geht's darum, was mit dir mental passiert währenddessen." Ähm, natürlich
ist es für Anfänger schwer. Aber ich meine, am Anfang, da schwitzt du einfach nur und denkst, bist in dem Daumen Dog, denkst du so, wann hören wir auf, wann machen wir eine andere Pose oder sowas. Aber es geht eigentlich darum, sozusagen in dem Moment dann mental einzuchecken und dieses Aushalten zu lernen, ja, dieses Aushalten zu lernen und eben diesen Disconnect zu finden zwischen den körperlichen Bedürfnissen und was dein Körper jetzt sagt, hey, ich brauche jetzt das und dem Fakt, dass du eben mental aber immer noch die Kontrolle hast. Ja, weißt du was, Moritz und ich total überlegen gerade, weil ich glaube, dass so Performer im normalen Leben, also das kann irgendwie der tolle Musiker sein oder der Arzt oder der Business-Typ sozusagen. Ähm, und es gibt ja tatsächlich erstaunlich viele richtig gute Ärzte, die totale Rückenprobleme haben oder irgendwas, weil die ständig so und auch totale Stressprobleme haben, weil die halt krasse Sachen machen. Die retten dreimal am Tag das Leben oder was auch immer. Oder und ehrlich gesagt, was ich glaube, was den meisten Leuten in normalen Berufen total helfen würde, wenn sie genau diese Routinen und nicht immer nur, ich muss irgendwie noch mal mehr denken, so ich mache jetzt meinen also Morning Journal ist gut. Ich mache auch Sachen, wo ich mir Sachen aufschreibe und so, aber dieses einfach aus diesem, ich schreibe jetzt und sitze rausgehen und irgendwie, dass du so ein, wir haben so ein bisschen Business Athlete getauft, dass wir eigentlich sagen, irgendwie jeder, der eigentlich langfristig Performance bringen will und da auf dem Weg dahin aber happy ist, muss eigentlich so eine Art Everyday Athlete werden sozusagen Ja. und sich genau diese Routinen im Kleinen, die müssen jetzt ja nicht wie du irgendwie dann körperlich mit dem NFL-Team mithalten, aber dass du halt Ja. sagst, okay, bevor ich nochmal mich hinsetze und irgendwas aufschreibe oder irgendwie versuche mental, wie du es eben gesagt hast, irgendwie da mental rauszukommen, Ja. mehr so körperliche Routinen zu entwickeln. Und bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich, wir haben so einen See in der Nähe und ich gehe da immer barfuß hin, Mhm. weil das die einzige Möglichkeit ist, sozusagen barfuß zu gehen. Und ich mache 7 bis 10 Minuten so ein Mobility-Ding, wo ich immer denke, wenn ich dann da anfange, denke ich so, boah, habe ich keinen Bock. Wenn ich am Ende bin, denke ich würde gerne noch mehr machen, aber habe dann immer keine Zeit mehr, Ja, 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 ja. weil irgendwie die Kinder wach werden oder so. Aber das ist so ein bisschen parallel, ne? Dass eigentlich quasi dieses Entkoppeln vom Körper irgendwie für Ja, viele in der normalen Welt noch mal viel krasser ist, weil die halt nicht wie ihr sozusagen täglich Sport haben irgendwie, ne? ja. Also, ich habe es mir mal in meinem Kopf so aufgeteilt, also, als ich am Anfang von dieser Offseason darüber nachgedacht habe: „Okay, was will ich diese Offseason angehen? Was sind so die Core Pillars, die ich beachten muss?“ Und, da ist für mich halt auf der einen Seite natürlich das Input von Essen, Trinken, also Food und Hydration. Was tust du in deinen Körper rein? Das hat, auch eine Auswirkung darauf natürlich, wie es dir geht und wie lange du competitive sein kannst und wie hart du competen kannst. Ähm, ist aber ein bisschen der Faktor, finde ich, der so den ja, wie ein Langzeitfaktor, ja. Also, für die wenigsten Leute hat der Cheeseburger, den sie jetzt heute essen, einen sofortigen negativen Effekt auf ihr Mentales, ja. Bei mir ist es mittlerweile so, jetzt aufs Alter mit 30, wenn ich diese Greasy Foods oder sowas esse, ich merke schon wirklich sofort am nächsten Tag in meinem Mhm. Workout. Ähm, aber dieses Essen ist mehr so 'n langfristiges Ding, ja? Wenn du mal 'ne Woche richtig gut isst und clean isst, dann spürst du den Unterschied, aber es fängt nicht beim ersten Salat an, ja? Mhm. Mit diesem Movement merkst du meistens was sofort. Und das ist so für mich die 2. Pillar, dass du jeden Tag was tust, wo du dich bewegst. Das also ist bei mir als Footballer, als Profi-Athlet nicht anders, dass ich sogar an den Tagen, die meine Off-Days sind, meinen Körper bewege. Muss nicht ein komplett hartes Workout sein. Ich glaube, da müsst du noch die Leute ein bisschen educaten. So, du musst nicht ins Fitnessstudio gehen und auf der Bank irgendwie die 100 rippen oder so oder deine Arme trainieren oder sowas, um eine positives Feedback von deinem Körper zu bekommen, sondern es geht vielmehr darum, dass du diese die Bewegung machst, die dein Körper braucht. Ja. Yoga ist eine Sache, muss aber auch nicht Yoga sein. Ich mache viel mit Kettlebells, ich mache viel mit Seilen. Also, du kannst mit Seilen so Mobility Flows machen für deine Wirbelsäule, die wirklich, ey, Chefskiss underrated sind. Du kannst einfach mit einem Stab, wenn du einfach einen Stab hast, kannst du damit so viele Sachen machen. Das heißt, es geht echt darum, ein bisschen so diese Kreativität zu benutzen und die über die Bewegung ausdrücken zu lassen, was dein Körper gerade an Bewegung braucht. Ja. Ja, ja, also eigentlich, äh, wir hatten vor ein paar Monaten mal kennst du eGym? Das sind diese Fitnessgeräte, kennst du wahrscheinlich nicht, da trainierst du das ist, Ist 'n deutsches Startup, die haben 'ne Milliardenbewertung
Und wir hatten den CEO bei uns zu Gast, ja. Und Ja. dann hat er zu mir gesagt, irgendwie so, hey, die Fitnessindustrie und so, das ist alles am Anfang. Und ich so, nee, ey, komm, Fitnessindustrie ist Red Ocean, ey, es gibt so viel Fitness. Meinte er, nee, Ja. das Problem ist, dass eigentlich wir alle, es sind nur 10% der Leute da draußen, die irgendwie wirklich in diesem Space, also wenn man in der Bubble ist, denkt man, jeder macht Yoga, aber Ja. nee. Und er meinte auch so, das heißt auch nicht immer, dass du krass Fitness heißt, du gehst irgendwie 5-mal die Woche ins Fitnessstudio und wirst irgendwie der Powerlifter, sondern dass du halt genau wie du sagst, irgendwie Wege findest, wie du eigentlich täglich so ein bisschen was für deinen Körper tust. Und alle lachen ja immer über diese Schritte bei der Apple Watch, weißt du, so Mhm. deine Daily Steps und so weiter. Ähm, 10.000 aber Schritte sind underrated. 10.000 Schritte kom sind undefeated. Sind eins der krassesten Dinge, die du machen kannst. Und auch completely allgemein underrated. für die Ja, Leute da draußen, ich würde Leute einfach mal ein bisschen so auch, ja, packen und sagen: „Hey, was ist eigentlich dein Ziel?“ So, du bist jetzt irgendwie 'n keine Ahnung, du bist 'n 35-jähriger Familienvater. Du wirst jetzt nicht mehr du kannst so viel Bodybuilding-Training machen, wie du willst. Du wirst es nicht mehr auf die Bühne auf die Weltbühnen schaffen, ja? Wenn's dein Ziel ist, vielleicht, aber dann es wird dich viel kosten. Dein eigentliches Ziel ist ja, dass du mit deinen Kids spielen kannst, dass du im Alltag performen kannst, dass du 'n aktiven Lifestyle haben kannst. Und das können wir erreichen mit, sagen wir, 'ne halbe Stunde, bisschen 10 Minuten in den Kettlebells, bisschen Mobility, bisschen mit dem Stab, vielleicht 'n paar Sachen, die wir uns aus'm Yoga rausholen, um an bestimmten Stellen zu arbeiten und, können deinen Körper auf 'ne ganz andere Leistung bringen. Du brauchst dafür kein Fitnessstudio, du brauchst 'n paar Sachen zu Hause. Du brauchst vielleicht einfach, was du allein schon mit 'ner Stufe, also mit 'ner Treppenstufe erreichen kannst, was Kniebeschwerden angeht und so was, ist verrückt. Das heißt, da ist mein Fokus ein bisschen hingeschiftet jetzt in den letzten Monaten, dass ich mir viel Gedanken drüber gemacht habe: „Okay, wie kann ich mit verschiedenen Trainingsmodalities experimentieren und, sehr effizient sein mit meiner Zeit?“ Eben auch unter dem Hintergrund da, dass ich werde älter, die Gelenke fühlen sich nicht mehr so so juicy an wie davor und ich habe weniger Zeit jetzt, wo ich 'n Baby habe. Das heißt, was ich an Trainingszeit zur Verfügung habe, das muss wirklich, funktionieren und to the point sein. Und, ja, Mann, ist auf jeden Fall spannend. Also, ich kann es sehen. Das ist grade die Fitnessindustrie ist noch sehr Fitness, aber ich glaube, es wird noch mehr in Longevity und Lebensqualität gehen und da sind wir alle betroffen. ja, ja. Und ich glaube, da seid ihr als Athleten irgendwie ja schon Vorbilder. Ich weiß noch, ich habe dich ja genötigt, mit mir den Workout zusammen zu machen. Also, bei den Weights habe ich dann da war ich schlau genug, da habe ich, gesagt: „Nee“, aber bei den Sprints und so weiter, und das ist natürlich 'n bisschen unfair, weil ich natürlich irgendwie 50 Kilo weniger Muskeln bewegen muss als du, die auch andere Sachen aushalten müssen als nur, Ja, sofort starten. Aber, also, ich glaube, ihr seid da total gute Vorbilder, weil ihr müsst ja quasi als Athlet genau dieses Longevity hinbekommen, weil euer erstes Leben, ihr Athletes die twice, ne? Das ist ja so. mhm, Und ihr müsst in eurem ersten Leben die maximale Longevity hinbekommen. Und wenn man das mal auf das Leben von Normalos übertragen kann, ist genau wie du sagst, also ich bin 40, ne? Ja, also believe me, die Greasy Food, der Cheeseburger, der haut bei mir sofort rein. Ja, okay. sofort, ja. Also so, Ja, also der, sag ich mal, der so, und der am Ende willst du halt möglichst lange, es geht ja nicht darum, dass du 120 bist und davon 30 Jahre lang irgendwie, im Bett liegst oder 40 Jahre und dann krank bist, sondern dann bist du lieber 90, aber das halt gesund und ja. active und kannst halt deine Enkelkinder und so weiter sehen. Und ja, wie hat sich denn deine Perspektive verändert jetzt dann auch noch? Du bist ja quasi, während du in New York dann warst und Mhm. dieses quasi, wo viele sagen würden, boah, hier has a, was hat er alles nicht? Er hat keinen Startplatz, er ist nicht beim Deutschlandspiel auf dem Platz. Ja. Und du so, ja, was habe ich eigentlich alles? Und dann kam ja auch noch, da wart ihr schon schwanger, ne, glaube ich. Ja, ja, schwangere Frau dann im Hotelzimmer zu Hause in New York. Das war auch, natürlich für sie nicht alles das Easyste, ähm, weil ich weiß nicht, wer jetzt New Jersey nicht kennt, aber New Jersey, sind nicht gerade blühende Landschaften, würde ich sagen. Das ist so, Gerade im Winter, das war ja dann. Spitzname ist, „The Armpit of America“, also die Achselhöhle von Amerika ist,
ist New Jersey auch bekannt dafür. Aber ja, wir haben einfach das meiste draus gemacht. Für mich, klar, der Perspective Change setzt so richtig ein, wenn das Baby dann erstmal da ist, aber es ist ja so ein schleichender Prozess, der anfängt während der Schwangerschaft, wo du einfach realisierst, dass es um mehr geht als nur dich, ja, dass du diese ähm, Phasen deines Lebens, wo du sehr, sehr selfish bist, zu Ende geht. Klar lässt du damit einige Sachen hinter dir, aber gleichzeitig öffnet sich auch eine Welt vor dir mit neuen Möglichkeiten und Opportunities. Also für mich war es riesig zu merken, hey, ähm, die Phase, wo ich Zeit habe, irgendwie zynisch oder negativ zu sein oder sowas, ist halt einfach vorbei, weil es jetzt nicht mehr nur um mich geht, sondern auch dafür, dass ich noch für jemand anderen da bin. Und ja, das hat für mich viel Kapazität irgendwie freigeschaltet im Kopf. Hast du mit anderen NFL-Profis irgendwie gesprochen, wie die das managen sozusagen? Also, um dir da Also irgendwie gut, es lässt sich alles managen, je weil nachdem, wie viel Geld du an das Problem werfen willst. Ja? Also ja, die Jungs okay. haben halt Night Nannies, die Jungs haben große Häuser oder sowas. Also einige Jungs tun sich dann während der Season natürlich auch riesige Dinger mieten oder sowas und Oma einfliegen und so. Das heißt, Very es ist schon different machbar, situation. Ja, okay. je nachdem, wie deine Situation ist. Ja, wir waren zu zweit da in New York alleine während der jetzt der ganzen Schwangerschaft und sowas. Und wir sind dann aber auch, sobald ich da fertig war in New York, so schnell wie möglich hier nach Nashville gezogen, wo ihre Familie ist, damit Oma und Uroma und sowas alle helfen können. Ähm, und hat dir das irgendwie Angst gemacht eigentlich auch sozusagen, dass du jetzt irgendwie nicht mehr so Angst oder Sorge, dass du jetzt sozusagen dann als Sportler nicht mehr so, ne, weil du hast ja vorhin beschrieben, dass du eigentlich in Season 5:30 till 10 p.m. irgendwie gefühlt irgendwie Profi-Lifestyle hast und auch natürlich dazwischen irgendwie, wir haben uns damals im Sommer im Schwabenländle getroffen und du hast irgendwie von einem Workout zum nächsten und dazwischen hast du so Leute wie mich getroffen. Ja, ja. Hast du da irgendwie Na, es ist glaube ich, einfach ein natürlicher Teil von der Veränderung, die passiert. Also es ist jetzt Jahr 7 für mich. Die Dinge, die ich machen muss, sind anders in Jahr 7 wie im Jahr 2. Ähm, wenn ich jetzt so viel trainieren würde und auf die Art und Weise trainieren würde, wie ich in Jahr 2 trainieren würde, würde ich mir damit eher schaden. Und das ist also eher das Hauptding, was ich ähm, jetzt mit jedem voranschreitenden Jahr in meiner Karriere irgendwie akzeptieren musste, ist, dass mehr nicht unbedingt mehr ist. Also ich profitiere teilweise mehr davon, wenn ich halt nur 4 Stunden trainiere anstatt 6, ähm, weil diese extra Load, die ich auf meinen Körper bringen würde, mir am Ende nicht helfen würde, besser Football zu spielen. Ja, am Ende des Tages geht es darum, zu performen auf dem Feld und nicht darum, der zu sein, der die größten Gewichte hebt oder der zu sein, der am meisten Zeit irgendwie im Studio oder sowas verbringt. Das heißt, ja, das war ein bisschen eine Umgewöhnung. Ist immer noch eine Umgewöhnung, mit der ich am Struggle bin, aber wenn ich einfach meinen Rekord anschaue okay, was waren die Momente, wo ich in den letzten 2 Seasons irgendwie Verletzungen hatte oder Zeit verpasst habe oder sowas, das war für mich immer damit verbunden, dass ich zu viel trainiert habe und dass ich meinen Körper ein bisschen zu weit gepusht habe, ähm, anstatt mich darauf zu fokussieren, was möglich auf dem Feld hilft. das ist total spannend. Ich weiß nicht, ob du, André Schürrle so ein bisschen verfolgst. Kann ja jeder in Social Media sehen, der macht Muss so ich musst du folgen. mal bitte? Dem muss ich noch folgen. Nee, weil Folgt dem mal, der ja, Fußballer, der war Profifußballer und macht jetzt so ganz krasse Ultra-Runs und Triathlons und aber auch irgendwie so Icewalks, dann ja. quasi über einige Stunden quasi ohne also oberkörperfrei, so um Tschü. sozusagen aber um an die Grenzen zu gehen. Ja, Ähm, auch vor dem Hintergrund zu sagen: „Ey, über die Körperlichkeit finde ich ganz anders zu mir“, so, ja. und diese Extremsituation, aber, dem habe ich mich drüber unterhalten, wie der halt sagt so: „Hey, ich habe so krasse das ist so krass schwer, dieses wie weit pushe ich?“ Und im Sport lernst du eigentlich immer über deine Grenzen hinzugehen, ne? Dass der dann du hast grade irgendwas gewonnen, der Trainer sagt: push harder, never be Weiter geht's. satisfied, sei Ja. niemals zufrieden“, sozusagen. Und jetzt frage ich mich grade, wo du erzählst, ja, irgendwie habe ich dann da, wo ich zu viel gemacht habe, habe ich dann auch die Verletzung gehabt. Und auch da wieder kennen viele aus ihrem normalen Leben. Man merkt irgendwie, man macht zu viel, aber irgendwie muss man's ja auch machen, um's alles so hast du für dich irgendwie 'n Weg gefunden, wie du so
da besser auf Es dich ist hörst sozusagen? Weil du willst ja auch nicht da stehen und sagen: „Oh ne, heute, ich setze mich lieber hin“, sozusagen so ja. complacent sein und sagen: „Nee, vielleicht lieber doch nicht.“ Also Es ist immer noch schwer. Es ist vor allem schwer unter dem Hintergrund, dass meistens ist ja diese harte Arbeit, dieses Extra, was du gegeben hast, der Grund, warum du so weit gekommen bist, wie du genau. grade gekommen bist. Und da dann umzustellen und was Neues zu machen, ist immer schwer. Aber du musst, dich immer an das Terrain anpassen. Also, du musst Mhm. deine wieder, wie wir gesagt haben, auch mit dem Training für die normalen Leute, was ist dein Ziel? Ja, mein Ziel ist es nicht, der Footballspieler mit den breitesten Armen zu sein oder der die meisten Gewichte heben kann, sondern ich will der beste die beste Version von Jakob Johnson sein, die ich sein kann. Und, wenn die beste Version von Jakob Johnson morgen im Training jetzt nicht extra noch mal 'ne Stunde in den Weightroom gehen kann, dann ist es nun mal so, ja, dann musst du es akzeptieren. Es gibt aber bestimmt was anderes, was ich tun kann, was mir mehr hilft, ja. Sei das jetzt irgendwie 'ne extra Massage zu machen, mehr in Recovery, Mobility zu investieren. Das heißt dann nicht so, dass ich das ausgetauscht habe gegen Nichtstun, sondern dass ich einfach schlauer geworden bin darin, was ich mache. Mhm. Ähm, was dabei helfen kann, das zu akzeptieren, ist, 'n Plan zu haben. Also, dass du dir wirklich so muss ich das machen, dass ich mir die Workouts sozusagen ausschreibe, dann mit 'nem kritischen Auge drüber gehe und sage: „Okay, wo bin ich hier grad bisschen zu sehr in dem Meathead-Territory, dass ich zu weit pushe und wo kann ich das Ganze noch mal umstellen in was 'n bisschen schlauer ist?“ Ähm, ja, das ist und dann dem Ganzen trusten, auf deinen Körper hören, ja. Also, ich habe, äh wenn ich zurückblicke, Phasen gehabt, immer wo mein Körper mir so Anzeichen gegeben hat, und ich die aber ignoriert habe. Das geht einmal gut, es geht zweimal gut, aber dann, wenn du es zu lange ignorierst, dann, hast du hinterher ein Problem, das dich dann längerfristig also, die rausnimmt, ja. Bestes Beispiel als Sportler sind immer solche zum Beispiel Sehnenentzündungen. Mhm. Du tust 'n Körperteil, zu sehr beanspruchen, die Sehne fängt an, sich zu entzünden, du machst weiter, das geht vielleicht noch gut 'ne Weile und dann irgendwann ist diese Entzündung richtig drin und dann dauert das Ganze 4 bis 6 Wochen, bis das Ganze weg ist. Das heißt, das zu vermeiden, musst du dir einfach vor Augen halten: „Okay, was ist ich will nichts haben, was mich längerfristig rausnockt. Lass mich auf meinen Körper hören jetzt, damit ich später, mehr Zeit habe, wirklich oder die Möglichkeit habe, wirklich auf 'nem hohen Level zu performen.“ Ja, ich meine, ist das nicht total krass jetzt auch, wenn du mit den ganzen Mitspielern und wie viel seid ihr jetzt grade noch bei den Texans sozusagen? 90. Also, ne, für alle da draußen, ey, ihr seid 90 Leute, alle sind krasse Pros, gehe ich mal von aus, ja? Krass, alle Ja, investieren krass. ja, mostly. Also, du hast immer 'n paar Mostly. Rookies, weißt du, wenn so die Jungs, die grade in die Liga reinkommen, die noch am Adjusten sind. Und du hast 'n Ja, paar Leute, die halt einfach God-given Talent, die einfach anders gebaut sind, ja, die 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 können auch einfach aus'm Bett rausrollen und sind trotzdem besser als du. ja. Aber ich Also, würde aber sagen, Großteil. das ist Ja. ja wie bei Talentfindung, ne? Also, die A-Kandidaten findet irgendwie die Oma mit dem Krückstock und die, die's gar nicht können, auch, aber, 95% ist halt dazwischen bei so 'ner Ja. Normalverteilung und, wie ist 'n das für dich mit diesen ganzen jungen Leuten dann teilweise irgendwie, wo du einfach weißt, die sind jünger, ich sage mal so 'n bisschen merkst du, dass dir irgendwie dein Instinkt, wie du dich richtig verhältst, aber auch irgendwie aufm Platz, deine Experience dir da schon auch extrem hilft? Ja, also deine Frage ist so 'n bisschen, glaube ich, ans Alter. Ja, wie Ja, wie wie macht sich das genau. bemerkbar? Die Zeit in der Liga, Jahr 7. Ähm, wo ich es merke, ist, dass ich kann und verstehe so viel mehr wie am Anfang meiner Karriere. Ja, es gibt Sachen, die ich jetzt machen kann, die ich, am Anfang einfach nicht machen konnte. Die Techniken, die ich jetzt drauf habe, die ich davor nicht drauf hatte. Und die ich auch geschickt einsetzen kann, um mir zu helfen. Ähm, was dann 'n bisschen frustrierend ist mit dem Alter, ist eben, okay, wenn dein Körper dich enttäuscht, ja, wenn du auf einmal, um diese Sachen auszuführen, du eben viel mehr investieren musst, ja. Ich muss, viel mehr ins Aufwärmen, in diese Recovery nach 'nem Training investieren, nur um meine normale Leistung abliefern zu können, wo ich früher einfach ich wäre schlafen gegangen, aufgewacht, 'n Schluck Wasser getrunken und und wäre ready to go gewesen, ja. Das heißt, du musst jetzt mehr investieren, um an den Start zu kommen und du musst hinterher mehr investieren, um wieder zu recovern. Aber
die eigentliche Arbeit ist jetzt eben, die eigentliche Arbeit ist fast leichter, weil du technisch so viel besser bist. Du hast aber halt eben deinen Körper, gegen den du jeden Tag ankämpfen musst. Das heißt, du musst das Alter immer ein bisschen wieder zurückkämpfen, Tag für Tag, mit Reha-Übungen, Reha-Sport etc. Mhm. Aber hier oben bist du halt 4 Schritte weiter als die ganzen jüngeren Spieler. Das heißt, also würdest du sagen, dass man quasi, wenn du nur 'n Tipp an junge Spieler hättest, sozusagen sind ja auch ziemlich viele Deutsche, die jetzt so an die NFL Mhm. knocken sozusagen, ist sozusagen du hast ja gesagt, guckt, dass von euch sich noch mehr Tipps abholen sozusagen Richtung ja, du hast vorhin gesagt, Ernährung, ihr merkt's nicht gleich, aber Ja. fairerweise der Cheeseburger ist auch für den 22-Jährigen nicht gut, ne? Ne, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, äh, als junger Spieler, besonders in der NFL, ist sowieso wie Trinken von einem Feuerwehrschlauch, ja? Du hast so viele Sachen, die du lernen musst, ja? Du hast so viele neue Techniken und sowas, neue Sachen, die auf dich zukommen. Ähm, ja, aber einfach so viel wie möglich in eben dieses, Adjustments investieren, ja? Du hast, äh, Sachen, die du mit deiner Athletik, mit deinem Körper wettmachen kannst, ähm, aber das, geht irgendwann aus, ja. Irgendwann kommt auch das Alter für dich, auch wenn als 22-Jähriger bist du irgendwann nicht mehr 22. Das heißt, in diese Techniken, in diese Sachen investieren, die deine Karriere verlängern können, ist ein ja, guter Move, immer 'n Und jetzt Rieseninvestment. du warst ja eben letzte Season, hast du ja gesagt noch wir haben warst du ja quasi, bevor du zu den Giants gegangen bist, warst du ja eigentlich bis kurz vor Saisonbeginn noch Free Agent und Ja, sozusagen ohne Contract. Und wie kam das jetzt, dass du quasi da so 'n sicheren Landings nicht sicheren, sicher ist falsch, aber so ja, 'n Landing-Spot bei den Texans bekommen hast? Und wenn du das mal vergleichst, letztes Jahr warst du in Florida, hast Bommarito's alles selbst gemacht und jetzt bist du ja, schon Teil von dieser Infrastruktur, kannst das Playbook dir von Anfang an angucken. ja. Ne, Wie es ist war so 'ne der Unterschied? riesen Opportunity. Das Ganze kam zustande, also, ich war letztes Jahr ja in New York, das ging auf und ab et cetera. Es war aber einfach 'ne Möglichkeit für mich, trotzdem zu beweisen, dass ich noch spielen kann, dass ich fit bin, dass ich in Shape bin. Und ich habe 'n, würde ich sagen, guten Eindruck bei dieser Organisation hinterlassen. Solche Sachen sprechen sich rum. Anfang dieses Jahres hat 'n ehemaliger Trainer von mir 'ne Position bei den Texans bekommen als Offense Coordinator. Ähm, äh, Wir haben dann über meinen Agenten angeklopft, sich erkundigt: „Ja, wie sieht's aus? Ist er noch in Shape?“ Haben natürlich auf ihrer Seite sich erkundigt bei den Giants, haben da Feedback geholt: „Wie ist er drauf? Ist er noch in Shape?“ Bla bla bla. Haben da nur positives Feedback bekommen und, ja, dann wurde ich eingeflogen. Die testen natürlich den ganzen Körper erst mal durch. Die wollen dann natürlich schon noch selber sehen, wie es aussieht. Die haben alle Gelenke gecheckt und sowas, haben gesehen, okay, der Junge ist noch fit und haben mich dann unterschrieben. Und für mich ist halt eine Möglichkeit für einen Trainer zu spielen, äh, der mein Positionstrainer war in meinem ersten Jahr in der NFL. Das heißt, sowas ist immer eine Riesenehre, wenn jemand sich so dann an dich erinnert und dich so Wow, ja. positiv im Hintergrund hat, dass er dir so eine Opportunity gibt. Für diesen Coach ist ja eine Riesen-Opportunity, ja. Also, der ist jetzt, ähm, Coordinator, das ist ein Riesensprung hoch von Position Coach und, dementsprechend bin ich geehrt, einfach da dabei zu sein, und will meinen Teil machen, um zu dem Erfolg von diesem neuen Projekt hier irgendwie beizutragen. Houston Texans ist 'ne krasse Organisation. Ich weiß nicht, wer da draußen schon mal in Texas war. Extrem heiß da unten, aber die Leute lieben Football und, ja, Mann, hat alle Makings, dass es auf jeden Fall ein sehr krasses Jahr wird hier. Geil. Und habe ich's aber richtig verstanden, sozusagen, den ersten Stein habt ihr sozusagen ins Rollen gebracht, dass ihr mal angefragt habt? War das Nick Coley dann oder ist das oder Ja, ist es Nick Caley, ja, ne, Caley? die haben sich Aber der hat schon erkundigt. bei euch angefragt und ihr habt euch nicht bei ihm sozusagen Ja, ins ja, ja, Gespräch ne, gebracht? das ist, glaube ich, immer die eine Sache. Also, ich war auch immer als ich jetzt kein Team habe, meine ganzen deutschen Freunde haben mir gesagt: „Ja, ja, schreib doch mal die ganzen Mannschaften an.“ Es funktioniert in der NFL nicht so. Also, die Mannschaft kommt zu dir, die kommt zu deinem Agent, die Okay. haben die ganze Kontaktinformation, genau. Und das Weil du hast ist ja auch regelmäßig. Also, da okay. gibt's Regeln, Kontaktregeln, wann die mit deinem Agent reden können und sowas, wann die mit dir reden können wirklich. Und, also, ist nicht so einfach, wie dass du einfach mal, wenn du Free Agent bist, mal kurz bei den Mannschaften anrufst und sagst: „Hey, ich bin noch available.“ Weil das Die ist ja kommen auf genau dich das zu. Gegenteil, weil du hast es ja in deinem Leben auch schon, viel Happen gemacht, ne? Aber ich erinnere mich noch Ja, an die Story, dass du
wie viel 100 Highschools aus Stuttgart Äh, heraus angeschrieben hast? Erzähl mal, weil das ist für ja so, 400 E-Mails habe ich geschrieben an Colleges in der USA, um da mein erstes Stipendium zu bekommen. Ja, das ist 'n ganz anderes Ding dann in Pros. In den Pros musst du das halt, da gibt's 'n Prozess und du musst dem Prozess vertrauen. Äh, wie du dir helfen kannst, sind alle Sachen, in denen du Mannschaften zeigst, dass du noch in Shape bist. Und da hatte ich eben sozusagen bei den Giants letztes Jahr das perfekte Vorstellungsgespräch, weil ich da eben über die Saison war und ähm, sozusagen bewiesen habe, dass ich in Shape bin, dass ich ready bin. Ähm, und die Texans konnten sozusagen da sich dann das Feedback holen, das sie gebraucht haben. Was du machen kannst als Free Agent, wenn du nicht irgendwie bei Mannschaften noch unterkommst, ist über Social Media tatsächlich ein bisschen was zu betreiben, dass du da einfach weiter Content rausfütterst, der dich in Shape zeigt. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr langer Shot, dass da ja, deswegen, das wird nicht der Grund sein, warum eine Mannschaft dich kontaktiert. Das ist eher was die mit einberechnen, wenn sie sowieso nach dir suchen. Ah ja, schau, und hier ist ein Video von vor einer Woche, der sieht noch recht in Shape aus. Lass sie mal ins Gebäude holen und sehen, wie er hier aussieht. ja. Ich habe, und hattest du nie sozusagen on the way diesen Punkt oder hattest du bestimmt, aber ich weiß, dass Markus Kuhn diese Story hat, dass er sozusagen so ein bisschen zum Journeyman wurde und dann aus dem Flugzeug er wurde irgendwo hingeflogen zum sollte auch Workout. sich zum Workout, sollte sich Ja, vorstellen und dann saß er da drin und hat nur gedacht: „What the fuck, ich will nicht mehr", sozusagen, und ist quasi aus dem Flugzeug ausgestiegen, mehr oder ja, weniger, oder also sozusagen nicht richtig eingestiegen. ja. Das hattest du bisher einfach noch nicht, ne? Also dieses Feeling, Nee, Mann. du bist irgendwie heiß, ne? Ja, ich habe mir gesagt, dass ich eben dieses Jahr spielen will. Ich gehe es ein bisschen Piece by Piece an natürlich. Äh, Jahr 7, 30 Jahre alt ist nicht mehr dasselbe wie natürlich mit 22 oder 23. Ähm, aber einfach wieder dahin so: „Okay, was habe ich jetzt?“ Ich habe die Möglichkeit, ähm für 'n Super Bowl Ring zu competen, was mein Traum war als Kind, was das Ziel war, was der Grund war, weswegen ich irgendwie überhaupt diesen Sport spielen wollte. Ähm, und diesen Sport auf dem höchsten Level zu betreiben, ist 'ne Möglichkeit, die nicht jeder bekommt und die besonders nicht jeder bekommt, der irgendwie in Deutschland geboren ist und in der GFL anfängt, Football zu spielen. Das ist 'ne Möglichkeit, von der die ganzen Jungs nur träumen würden. Und da habe ich mir gesagt: „Hey, ich bin da all in, diese Möglichkeit wahrzunehmen“, ja. Wieder bisschen auch zurückzudenken, kam auch über das Baby drüber zurückzudenken, Sinn. Was war denn mein Sinn? Mein Sinn war irgendwie was mir am College immer ein bisschen so, ja, schwammig vorkam und, glaube ich, auch jetzt immer was ist, was ich nicht nur so narrow auf eine Sache define, aber ein großer Teil davon, weswegen ich in der NFL spielen wollte, ist eben, um zu beweisen, dass es ein Kind aus Deutschland schaffen kann auf dieses Level, ja. Und, Sebastian Vollmer hat schon 'n Super Bowl Ring, der hat seine Mission erfüllt, aber, das ist für mich eben einfach immer noch so das Ding, dass du sagst: „Hey, wenn du diesen Sport spielst, der Sport verlangt dir so viel ab, ähm, persönliche Sacrifices, körperliche ich versuche es ganz auf Deutsch zu sagen, Ja, körperliches Opfer Entbehrung, aufopfern, Opfer, Opfer, Entbehrung, Opfer, Opfer, ja, Opfer. körperliche Opfer, die du bringen musst, ja, deine Zeit, ähm, Familie, die du nicht siehst, Geburtstage, die du verpasst, ja, Freunde, die du ewig nicht siehst. Wenn du das Ganze schon opferst, dann musst du das Ganze auch wirklich für was Großes opfern und das ist eben einfach diese Championship zu gewinnen und ähm, darum machst du das, darum stehst du morgens auf, darum machst du das ganze Training, darum quälst du dich durch irgendwie PT-Sessions, wo die deine Muskeln akupunktieren mit Nadeln und Strom draufpacken und Scrapings und was du alles machst, um irgendwie zu Wow. recovern. Ähm, Wow. ja, Krass. weil du eben dieses Ziel vor Augen hast. Und solange ich eine Möglichkeit habe, für dieses Ziel zu kämpfen, werde ich das tun. Und wenn irgendwann wird die Möglichkeit nicht mehr da sein. Das ist ja das Ding, das ist ja die Ja. Realität als Sport. Du hast gesagt, wir sterben Ja. zweimal. Irgendwann ist fertig. Irgendwann wird's, auch wenn ich es noch will, dann ist es vorbei. Das heißt, solange ich diese Möglichkeiten eben noch kriege, werde ich einfach dafür kämpfen. Geil, geil. Ja, es ist eine gewisse, ja, ich glaube auch nur so geht's wahrscheinlich, weil sonst hättest du nämlich schon aufgehört. Und Ja, das Moment, wo das Gefühl hochkommt, musst ist du's vorbei, ne? also, wird's dir weggenommen.
Der Football ist so knallhart, so wenn du nicht mehr genügend Feuer hast, dann wird jemand Jüngeres kommen, dann wird jemand Hungrigeres kommen und es dir wegnehmen. Ja, das heißt, solange du es noch hast, nutz es. Und ist jetzt ja auch ziemlich krass, weil du von den Giants gekommen bist. Ja, Madagaskar, wie du vorhin gesagt hast, und Iconic Franchise. Aber ja, letztes Jahr wirklich, das sage ich jetzt so aus der Ferne, irgendwie schon irgendwie ein bisschen Shitshow-Saison so gewesen. War rough. War roughe rough, Saison, ja. genau. Und jetzt bist du zu den Houston Texans gegangen, die noch nie einen Super Bowl gewonnen haben, die aber absolut zu den Super Bowl-Contendern zählen. Ich würde sagen, ihr habt potenziell so den nächsten, also ne, ihr habt ein absolutes Star-studded Team. Ihr seid, also vor 2 Jahren wart ihr, also ja, war ja der Stern von CJ so aufgegangen, von Ja. CJ Stroud. Und ich habe ihn für letzte Saison, habe ich die Texans als Super Bowl-Winner, da hat es nicht so geklappt leider, aber das war mein Tipp Preseason. Ich glaube, Patrick Esume und ich haben den beide gewettet und das hat dann nicht so geklappt, aber ihr seid wirklich ein krasses Team. Ist das nochmal irgendwie, also erzähl noch mal ein bisschen, die scheinen ja auch so super gute Facilities zu haben Ja. und so. Was waren so was du uns da mal so einen kleinen Einblick gibst, wie es sich so anfühlt in dieser so einer, Du ich sag hast- mal, Attacking-Franchise irgendwie gefühlt. So, ne? du hast in der NFL 32 Franchises, die technisch gesehen jedes Jahr darum competen, die Championship zu gewinnen. Aber du hast genau wie im Business Leute und Firmen, Organisationen, die besser aufgestellt sind als andere. Die Texans sind eine Organisation, wo ich vom ersten Tag gemerkt habe, dass die wirklich von oben bis unten sehr fokussiert auf die Mission sind. Das heißt, jedes Department, das damit zu tun hat, du hast ja Football, also du hast die Coaches, du hast die Spieler, du hast die Equipment Manager, das heißt die Leute, die sich um die Cleats und Hosen und Outfits und sowas kümmern. Du hast die Strength and Conditioning Coaches, du hast die Athletic Trainer, die sich um die Reha und Physical Therapy und sowas kümmern. Du hast den Nutrition Staff, die die Ernährungsberatung machen, die Supplements, und du hast die Küche, die zum Beispiel einfach das Essen in der Cafeteria macht, die ganzen Recovery-Modelle, diese ganzen verschiedenen Sachen sind bei jeder Mannschaft anders. Anders aufgestellt, andere Strukturen, andere Leute in Charge und ein anderes Investment von der Ownership, an wie viel Budget reingesteckt wird, wie ernst es genommen wird. Ähm, für mich ist ein Franchise oder eine Mannschaft, die ein ernstzunehmender Contender ist, eine Mannschaft, die sehr fokussiert darauf ist zu gewinnen und es ausdrückt, indem das jedes von diesen verschiedenen Departments wirklich auf einem Top-Level ist und versucht besser zu werden. Und ich habe bei den Texans halt wirklich von Anfang an gemerkt, dass also wo auch ich mich hin und drehe und wende, wird also jedes I hat einen Punkt und jedes T hat einen Strich. Also die lassen keinen Stein umgedreht, um zu schauen, dass sie uns eine Möglichkeit geben, uns als Spieler eine Möglichkeit geben, unsere Top-Performance abzuliefern. Ja, also in der Cafeteria nur Biogemüse, nur Grass-Fed Beef, alles aus lokalen Sources oder sowas. Ähm, an Hydration-mäßig gibt es dann Kokosnusswasser anstatt irgendwie Gatorade, weil die Farbstoffe Es gibt schädlich kein sind. Gatorade mehr bei euch. Ja, also es gibt schon noch Gatorade, aber nicht mehr, also nicht nur, weil normalerweise NFL-Standard ist, dass du hast halt Gatorade überall. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um uns zu hydrieren, die ja eben gesünder sind. Ja, mehr Biozeug, mehr Cool. Sachen, die weniger schädliche Zutaten haben. Die Snacks sind alle gesund. Im Training Room kannst du weiterschauen, wie viele Trainer eine Mannschaft hat, ist unterschiedlich. Manche Mannschaften haben weniger Physios, manche haben mehr. Du siehst da, ganze Physio-Ausstattung ist da, wie viele Physiotische da sind. Es ist ist ein großer Raum, compared zu manchen anderen Mannschaften, die kleinere haben. Das heißt, es wird einfach in jedem Department auf wirklich Championship-Level gearbeitet und ja, das ist sehr encouraging. Ja, dann am Ende des Tages, wir sind die Spieler, wir sind die Leute, die auf dem Platz sind. Das heißt, am Ende des Tages liegt es trotzdem noch bei uns, aber wenn du eben eine
Umgebung schaffst, wo die Spieler am besten unterstützt, glaube ich, da gibst du die beste Chance. Genau, also das heißt, die Rahmenbedingungen werden geschaffen, das Team arbeitet gut zusammen. Das ist, was ich auf Deutsch sagen wollte. Die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind top. There we go. Geil. Ja. Ja, voll viele spannende Aspekte. Also ich frage mich natürlich als Deutscher auch immer, ey, warum trinken alle da Gatorade mit Farbstoffen und I Ja, don't drink my calories so ein bisschen mäßig. ja, Ihr ja, müsst ja. das nicht haben, aber ja, Biofood, was man alles auch noch machen kann, ne? Und in Deutschland war es jetzt ein Riesenthema, dass Florian Wirtz, sagt dir das was, der Fußballer? Ja, den Namen habe ich schon mal gehört, ja. So das deutsche Talent, dass der nicht zu Bayern gegangen ist, sondern zu Liverpool. Ah, Und es kommt jetzt immer mehr raus, dass der gesagt hat, so, nee, ey, die Rahmenbedingungen, also Bayern ist schon top, 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 ne? Aber ja. Liverpool ist einfach noch mal Topper. Next Level. Ja, Ja, ja. und der hat dann gesagt: „Hey, da gibt's dann 'ne geile Facility, wo die Youth Development mit den Pros zusammen sind“, weil auch aus den Jugendteams kommen teilweise gute Impulse, die in so 'nem ja, und bei Bayern ist es dann so getrennt und also ganz Ja, spannend. Das fasziniert mich ja als, ich sage mal, Business-Kasper auch so 'n bisschen, was man eigentlich so an geilen Prozessen und Themen rund um den Sport machen muss. Da gibt's natürlich noch viel mehr. Und das sind halt die krassen Athleten. Gibt es irgendeinen, auf den du bist ja jetzt Teil der Offensive aha, und deswegen ist ja auch der Nick dein OC und mhm, als Fullback spielst du ja eng mit dem Quarterback zusammen, ne? Also ja. deine Rolle ist ja, vielleicht erklärt, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle, ähm, äh, Ich block den Weg frei für die Running Backs. Ich tue ab und zu in der Pass Protection den Quarterback beschützen und ähm, bei manchen Passspielzügen wird mir sogar der Ball zugeworfen. und das heißt, du wirst jetzt mit so einem wahrscheinlich Generational Talent, nicht nur wahrscheinlich, du arbeitest dann mit CJ zusammen und auch teilweise dann mit den ist ja Nico Collins und diese ganzen Mhm. wirklichen sind ja jetzt schon Superstars eigentlich. Ja, ja. Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet oder bist du eigentlich, ich meine, hast ja Ne, schon Mann, mit vielen großen keine du gehst Zeit, einfach ne? rein, am Ende des Tages, die Jungs sind auch ganz normale Jungs. Sprichst Nico Collins an, Digga. Ich war am Flughafen. Ich bin ja immer jetzt am Wochenende von Houston nach Nashville zurückgeflogen. Stehe da in der Schlange irgendwie im normalen Security Checkpoint TSA. Auch ich bin ganz normal Economy geflogen und auf einmal tippt mich jemand an und sagt so, hey Bro. Und einfach Nico Collins in der Schlange, irgendwie 4, 5 Leute hinter mir, ja, aber halt mit Hoodie an, aber wirklich im Inkognito-Modus. Also du hättest jetzt nicht gedacht, dass er irgendwie NFL-Superstar ist oder sowas, weil er da in der ganz normalen TSA-Schlange steht, in einem ganz normalen Hoodie und Sweatshirt, normaler Rucksack oder sowas, ganz humble. Und ich habe so gesagt, so, hey, du versteckst dich so auf offener Fläche, ja, weil niemand spricht dich an, weil niemand dir glauben würde, dass du Nico Collins bist, weil niemand glauben würde, dass Nico Collins einfach hier Economy fliegt und in der normalen Schlange steht mit allen anderen Leuten. Aber Ist ja, das so ein bisschen so, was deine ersten, ähm ist da irgendwie 'ne also, DeMeco Ryans ist ja euer Headcoach, ja, ja. ja? Der ist ja auch soll ja auch ziemlich humble sein sozusagen. Ist Humbleness so was, was da irgendwie in dem Team schon so also, Ich ist weiß natürlich nicht, ob schwer, weil das es gibt auch immer die Leute, die, ja. ne aber Ich weiß nicht, ob die dafür wirklich, aussortieren. Ich glaube, was du eben merkst, wie ich's gesagt habe, in dem gesamten Franchise ist, der Ton ist angesetzt. Das Ziel ist gesetzt vom Headcoach, der selber auch Spieler war. Das heißt, er weiß, ähm, was du als Spieler wirklich brauchst, was auch echt ist und was nur Gerede ist, ja? Also, bestimmte Sachen als Spieler, sind schwer, ja. Es ist jetzt schwer, jetzt irgendwie 'n keine Ahnung, nach dem Game in der Press Conference jetzt irgendwie noch irgendwie gute Miene zu machen und dann noch, ewig viele Mediensachen zu tun und sowas zusätzlich. Ähm, aber er weiß auch, dass das Ziel ist, Football zu spielen, gut zu spielen und 'ne Meisterschaft zu gewinnen. Und, wenn du da die richtigen Leute ins Boot holst, in den verschiedenen Departments, aber eben auch in der Mannschaft, ähm, da werden am Ende des Tages dann die Jungs übrig bleiben, die halt einen guten Charakter haben, ja, weil, das eben auch mit dazugehört, 'n guter Teammate zu sein und sowas. Das heißt, da kannst du nicht einen Haufen Jungs haben, die super selfish sind und jeder will 'ne Diva sein oder sowas. Wir spielen Teamsport. Wenn du eine Mannschaft aufbauen willst, die eine Chance hat, dann brauchst du, ja,
Leute, die gut miteinander funktionieren und die eben einen guten Charakter haben. Also krasser Ride, Jakob. Jahr 7. Was ich so denke, ist vor allem, wir haben uns ja kennengelernt nach Jahr 5. Ja, ja, Ähm, ja. und jetzt, das interessiert die Leute natürlich auch. Jetzt hast du das alles gemacht und da ist aber auch echt was rumgekommen, ne? Weil du hast ja auch bei den Giants, dann ist es ja alles, kann man bei euch ja nachlesen, was ihr an Mhm. Contracts verdient sozusagen. Deswegen Ja. kannst du wahrscheinlich sagen, also typisch Deutschland würde man nicht nachfragen, aber du hast ja schon auch bei den Giants ganz gut Geld verdient und auch jetzt, dein neuer Vertrag, habe ich jetzt eben gerade nachgelesen, ist ja erstmal mit 1 Million dotiert, die ist nicht Mhm. ungefähr, ne? 1,1 Ja, Millionen Dollar. ich glaube, sowas, ja. Ja. Spielt das für dich eigentlich, wenn man so viele Entbehrungen macht, dann irgendwie eine Rolle, dass du denkst, so geil, weil du hast ja gerade gesagt, du hast durchaus einiges verdient in deiner Karriere, aber du bist jetzt Ja. nicht einer, der sagt: „Ist mir doch auch egal, ob ich jetzt 10-mal Private Jet fliege." Und überlegst dir sehr genau, welches Auto du dir kaufst, wie man aus Right, diversen right, right. YouTube-Videos von Jakob Johnson TV kennt. Ich bin Nimm immer uns mal ein bisschen dabei. so mit in die Welt vom Geld. Also, Ja, ja, ihr müsst ja auch dann irgendwie überleben. Also, ein ja. paar 100.000 hast du ja schon bekommen ne? Ja, also Nein. bei Giants, ich habe 3 Gamechecks verdient. Es sind wahrscheinlich 20, 30 K pro Gamecheck und dann Okay. pro Practice Squad Woche oder sowas kriegst du, glaube ich, 8 bis 10.000 oder sowas vor Steuer, will ich sagen. Das heißt, also, ich sage dir ehrlich, das Jahr bei den Giants war cool, aber finanziell war das mehr so ein Status Quo-Ding, weil du halt auch in Okay. New York dementsprechend zahlst 5.600 Miete, Fuck. pro Monat Wow. und sowas. Ja. Für Das One heißt, die Bedroom mehr oder weniger, ne? Oder Two ja, Bedroom oder One Bedroom ja, eigentlich, ne? ja, Ja. es war so ein One-Bedroom. Das heißt, da die Kosten addieren sich auch, ja. Und du musst auch bedenken, ich habe ja die gesamte Offseason, an Training zahlen müssen und sowas. Krass, Das ja. heißt, ja, da decken sich Kosten. Was tatsächlich der größte Wert daran ist, ähm noch mal 'n Jahr zu spielen, ist, wenn du deine 3 Spiele machst, ja? Wenn du 3 Spiele machst, dann, verdienst du 'n Season Credit. 'N Season Credit erhöht, was du später in Rente von der Liga bekommst, also erhöht deine Pension noch mal, glaube ich, um $800 pro Monat oder so. Das heißt jetzt mit 6 Season Credits, 6 mal 800, also halt 'ne stabile Pension kommt dabei auf 4.000 jeden Fall zusammen. $4.800 schon Ja, mal. Das heißt, das kriegst du genau. Lifetime dann, sage ich mal, rund $5.000 hast du jetzt schon safe sozusagen. Genau, genau. Also, es geht ab Alter 50 oder so was geht das Ganze, glaube ich, los. Ah, okay, also Ähm, jetzt kriegt man's noch nicht sozusagen. genau, jetzt kriegst du noch nicht. Was du dann hast, du hast, Severance Payment, also, du kriegst noch mal 'n Batzen Geld, der sich pro gespieltem Jahr erhöht als Einmalzahlung, 1 Jahr nachdem du aus der Liga raus bist. Kriegst du noch mal, Aber auf was beläuft sich das dann irgendwie? 'N das werden noch paar mal so 200K, kann man gut 220K oder so gebrauchen, was ja. sein. Ja, weil die eben versuchen wollen, dass Jungs nicht aus der Liga rauskommen und komplett so einfach aus allen Wolken fallen. Ähm, ja, und dann eben also jeder Dollar, der reinkommt, ist appreciated. Diese Million, die ich jetzt die Chance habe, dieses Jahr zu verdienen, ist natürlich alles, fully unguaranteed. Das heißt, mit jedem Spieltag oder sowas verdiene ich mir da 1/16. Da sind irgendwie keine Guarantees oder Bonusse oder sowas dabei. Ähm, Ist aber das ist auch nicht wieder sozusagen schon auch echt brutal? Weil ich meine, du investierst jetzt so viel Zeit in die OTAs und verletzt dich jetzt, dann wäre das ganze Geld weg, ne? Also ja, eine ja. Million. Ja, ja, dann ist das ganze Geld weg. Aber ist auch gut, du kannst es ist wie bei Wer wird Millionär, ja? Du kannst dann darüber sauer sein du kannst darüber sauer sein, dass du jetzt irgendwie, falsch geantwortet hast und dass dir irgendwie 1 Million flöten gegangen ist, aber das ist 1 Million, die du ansonsten gar nicht gehabt hättest, ja? Das heißt, für mich ist es ganz klar über wie so 'n Moment ist okay, was ist jetzt wichtig in diesem Moment hier, ja? What's important now? Ähm, Ja, und es ist eben einfach, die Bezahlung, die du bekommst, wenn ich jetzt einfach mein Business so handle, wie ich's handeln muss. ja, ja, krass. Also ich meine, das ist ja schon mal geil, dass man dieses Retirement hat, Ja. und so weiter. Ja, und ich meine, also ich will nicht so viel, das machen wir irgendwann mal wann anders über so zweite Karriere und so weiter sprechen, aber du hast ja schon so Ja. ein bisschen Business drumherum, ne? Also, du hast mir damals von Yoga erzählt und Yogastudio und so.
Gibt es da Ja. irgendwie Updates sozusagen? So Also jetzt Jacob Johnson Industries oder Holding? Ja? Jacob Johnson Industries and Holdings. Ich habe ein bisschen ein Business Footprint hier in den USA und in Deutschland, was die Content-Sachen angeht, ja. Content, Public Speaking oder sowas, wo ich reinkommen will. Es ist alles ein bisschen langsamer geworden wegen dem Baby. Da waren die Prioritäten anders. Aber das läuft nach wie vor weiter, wird nach wie vor befüttert. Was jetzt langsam angefangen werden so Businesspläne für wirkliche Entrepreneurship-Geschichten, Okay. wo ich mich wagen möchte. Das wird dann aber erst nach dem Football wirklich angefeuert und wirklich Gas gegeben. Aber ja, gerade in die Yoga-Richtung, Hospitality bisschen, habe da ein paar Ideen, so Spa-mäßige Geschichten, aber meine Frau ist auch Dietitian, also medizinische Ja. Ernährungsberaterin, Ernährungswissenschaftlerin, sowas. Ich weiß nicht, wie man es übersetzen würde. Aber da haben wir auch eben ein Overlap, dass eben, ja, wenn du es holistic-mäßig angehst, also den ganzen Mensch anschaust, den ganzen Körper anschaust, du hast die Ernährung auf einer Seite, du hast die Bewegung. Wir wollen das Ganze ein bisschen zusammenfügen, irgendwie in einem Konzept und das Ganze dann am besten noch an einem Ort, wo es sehr schön ist und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Habt ihr gute Options? Ich muss dich ja, also ganz lustig, ein Freund von mir tatsächlich, der lebt selber, also die Texas-Tennessee-Verbindung, der lebt in Austin selber, aber Ja. hat in Nashville ein Business und produziert und verkauft Saunen. Ist auch so ein Ja, Thema. ey, Ganz du musst großer mich mal Hype. melden, Digga. Ich könnte 'ne Sauna gebrauchen noch. Ich bringe euch mal zusammen. Ja, Ja, cool. Und das heißt, bei euch steht jetzt an, sozusagen erstmal Fokus auf die Saison und genau. ob es vielleicht sogar noch ein Jahr danach geht, sozusagen maybe, ne? Du lachst schon, Also ich sehe das Feuer in den Augen. ja, ne, Mann, wie gesagt, das war halt auch ein Takeaway bisschen von mir von jetzt diesem letzten Jahr. Äh, Es ist so, also zweite Karriereplan, neue Skills lernen und sowas, ist alles schön und gut, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, dieser Opportunity den gebührenden Platz zu geben, ja. Ich wollte mein ganzes Leben lang Football spielen. Ich bin jetzt hier in der Situation, dass ich die Chance kriege, mein 7. Jahr in dieser Liga zu machen, mit einer tollen Mannschaft, tollen Coaches, tollen Teammates. Ähm, und das Ganze voll wahrzunehmen und da alles reinzustecken, werde ich am Ende des Tages nicht bereuen. Ja? Anstatt dass ich mir jetzt irgendwie zwischen 7 verschiedenen Projekten oder sowas mich aufreibe, da habe ich am Ende des Ja. Tages auch nichts davon. Die zweite Karriere kommt dann, wenn die zweite Karriere kommt. Ich habe Und sogar noch Digga, ja, sorry, jetzt war ein bisschen alles gut, alles gut. ich habe noch eine andere Analogie dazu. Ja, Dass man, wie du gesagt hast, dass man jetzt der Opportunity genug Raum gibt. Und ich glaube, dass für alle da draußen, das kann auch sein, Kinder aus meiner Sicht. Weißt du, dass du einfach ja, sagst, hey, es gibt ja diese Statistik, dass du bis deine Kinder 12 werden, hast du 90% der gemeinsamen Zeit mit denen verlebt, weil danach, wenn sie älter sind, eigentlich nur noch weg. ja, Ja, also so versuche ich das tatsächlich zu sehen, dass ich sage, okay, ich gehe an manchen Stellen ein bisschen langsamer. ja, Aber hey, in der High-Performance-Culture ist das auch nicht immer so. Ab und zu fragen ne, so nach dem Motto, hey, hast du noch genug Biss und so weiter. Aber ja, ich finde, Kinder sind auch sozusagen eine Opportunity und du hast auch nur einmal diese Opportunity, genau wie der Sport, weil wenn die dann groß sind, sind sie weg. Da kannst du noch so ein guter Vater gewesen sein, wie du willst. Die machen ihr Ding und die sollen es ja, ja machen. Ist ja ja, wichtig. Und ja, diese Zeit mit den Kindern zu verbringen, ist also ein bisschen mein Takeaway der letzten, ja, ja. mehreren Jahre, aber so, dass ich sage, ey, das ist so, dem muss Das man ist auch Raum riesig wichtig. einräumen, ne? Und Aber du lieber hast ein gesagt, du Projekt sagst weniger. High-Performance Culture. Es ist halt auch, du kannst dir ja aussuchen, wo du jetzt gerade high performen willst. Ja. Und ich denke, das ist halt das Ding. So, klar, mehr zu machen ist immer cool, aber wenn du gerade eins von deinen Top-Prios eben ist, ein guter Dad zu sein und du dem die Zeit einräumst
und dann noch deine ein, zwei anderen Sachen, die du dazu machst. Solange, wenn du zubeißt, der Biss stimmt, denke ich mal, dann ist dieses ganze Jahr, okay, jetzt noch mehr machen, noch ein Projekt, noch was dranhängen, ist alles Spielerei. Ja, es geht darum, dass du in den Sachen, die dir wirklich wichtig sind, den Biss hast und nicht um irgendwie noch anderen Leuten was zu beweisen, noch irgendwie mehr machen. Nee, Mann, es ist vollkommen in Ordnung, den Fokus eng zu halten, den Kreis klein zu halten und da richtig Gas zu geben. Mega. Ey, Jakob, ich frage ja eigentlich immer, was würdest du Menschen empfehlen, die irgendwie ihre Ziele verfolgen wollen? Das hast du jetzt ja eigentlich schon beantwortet, ne? Ja, Ich hab, oder? Hast du noch was werd hinzuzufügen? dir über deine Ziele klar. Ja, du musst es nicht zu breit fächern, werd dir über deine Ziele klar und gib da Vollgas. Ja. Und es muss nicht immer nur in der ja, irgendwie finanziellen Schiene irgendwie sein. Ich denke, ein guter Dad zu sein, ein guter Partner zu sein, ist auch ein Ziel. Und da kannst du auch mal dran arbeiten. Ja. Also mir wurde mal bei einem so Time-Management-Coaching-Ding gesagt, dass du, wenn du mit sowas struggles, tu die Familienzeit und die Sachen, die du damit machen willst, auch in deinen Kalender eintragen. Ja? Plan die Zeit mit den Kindern zuerst und füll dann den Rest mit den Business-Sachen. Wenn es wirklich Family wirklich deine erste Priorität ist, lass es wirklich deine erste Priorität sein. Perfekt. Ey, Jakob, vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade hier aufgekommen ist, Ja, wenn ich so links über dein rechtes Ohr gucke. ja, Du ja, hast ja vorhin schon über The Alchemist von Paulo Coelho gesprochen. ja, Du hast ja du bist ja, ich glaube, Ambassador von ESN auch, ne? Sozusagen, das ist ja eine Commercial Relation. ja, ja, ja. Warum steht das Buch da so in deinem Setting so mit drin, In, in, sozusagen? Weil du bist jetzt in wahrscheinlich meinem kein Zellen Brand drin. Ambassador von Paulo Coelho. Nein, aber das ist so ein einfaches Buch, was ich jedem empfehlen würde. Es ist ein sehr einfacher Read, es ist echt nicht lang. Es ist eine schöne Story. Das ist nicht so, also mir ist bei meinem Buchregal aufgefallen, dass ich extrem viele Self-Help und so spirituelle Bücher schon gelesen habe. Aber das ist wirklich so wie eine Einstiegsdroge. Ja? Das ist ein ganz einfaches Buch, einfacher Read, tolle Story, tolle Moral der Geschichte und kann jeder lesen. Würde ich dir auch empfehlen. Holt euch The Alchemist, ein gutes Buch. Auf der anderen Seite übrigens, bisschen was anderes, ist mein Favorite Manga, das ist One Piece, Episode 1. Okay, okay. Also Ich auch lerne immer gut. noch was dazu. Und dann sehe ich da noch ein Keyboard auf der Seite, ne? Ist auch noch. Ah ja, das ist hier, guck mal, das ist ein bisschen zum Beats produzieren. Ah ja, die. Britney macht Musik, das heißt, die hat das mal eine Weile benutzt und das ist hier mein DJ-Setup. Das ist DDJ FLX4. Das ist das Kleine, das habe ich mir vor 2 Jahren geholt. Wird mittlerweile Zeit für ein größeres, also meine Skills sind ein bisschen besser geworden. Ja. Ey, jetzt erstmal Fokus auf Football. Ey, Jakob, Genau. vielen lieben Dank. Es war so viel wieder drin von irgendwie Alter, Instinkt, Mind, Body, Spirit, Insights in die Ja. NFL. Mega cool und ich glaube, wir müssen, also ich weiß, dafür hast du jetzt keine Zeit, aber wenn du dann durch bist mit der Karriere, musst du auf ein paar Bühnen in Deutschland Machen wir. und Kann die ich abschließend Inspiration noch haben. eine Sache sagen, die ist mir Ja, gerade noch absolut. gekommen. Hätte ich abrunden sollen damit. Du hast gesagt, okay, was würdest du Leuten mit Zielen empfehlen? Werd dir erstmal über deine Ziele klar. Das ist das allererstes. Ja. Aber du musst dein Ziel beschützen. Dein Ziel kommt mit Instinkten. Der einzige Grund, weswegen ich in die NFL gekommen bin, ist, weil ich einfach auf mich selber gehört habe. Und dein Ziel verbindet dich mit deinem Purpose, mit deinem Sinn. Ja, das ist mir klar geworden. Mein Sinn war, andere Kids, die diesen Football-Traum leben wollen, zu inspirieren. Ähm, wenn du die Sachen mitnimmst, hast du eine gute Chance, dass du am Ende des Tages dort landest im Leben, wo du sein wirst. Werd dir klar über deine Ziele, beschütz deine Ziele gegen den ganzen Gegenwind, die Neinsager, hör auf die Instinkte, die mit deinem Ziel kommen und lass dein Ziel dich inspirieren und lass dein Ziel dir deinen Sinn im Leben zeigen. Cool. Jakob, vielen lieben Dank für die Zeit. Bitte, Berlin bitte. to Nashville hier. Nächstes Mal machen wir wieder in Person. Genau. In Berlin dann. Ich komme vorbei. In Berlin, genau. Genau, ja, ey, du, vielen Dank. Und in diesem Sinne, ich drücke mal hier auf die Stopp-Taste. Folgt Jakob auf seinen ganzen Social Channels. Also wir packen es in die Shownotes auf jeden Fall, deine Dankeschön. YouTube und Instagram und so weiter. Und du hast übrigens den
nicesten Insta-Post damals gemacht. Weiß ich nicht, ob du das noch weißt, von unserem Bild von diesem Busch da. Oh, ja. Ja, das war, wir haben nämlich auch, ich habe ja gar kein Instagram, ich bin ja so ein alter Mann, aber wir haben jetzt mit Behind the Athletes Instagram, das heißt, okay, müssen wir seit connecten. 2 Monaten sind wir da am rumprobieren. Ich komme mir ein bisschen vor wie mein Opa, dem ich das Handy erklärt habe. Ja, aber es macht Spaß. Mann, Es macht Spaß. Es macht Spaß. Also, Peace by Peace. Genau, cool. Jakob, vielen Dank. Ich drücke auf Stopp und an alle da draußen, hört euch das ruhig 1-2 Mal an und nehmt was mit. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Kritik, Anregungen oder sonstigen Punkten schreibt uns doch in die Kommentare oder kontaktiert uns direkt. Wir freuen uns wirklich über jegliches Feedback. Bitte vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns zu bewerten und checkt auch unsere Kanäle auf Instagram, TikTok, YouTube und LinkedIn aus. Zu guter Letzt einen großen Dank an das Producer-Team um Moritz Gessel, Pierre Fornell, Benjamin Kapell und Lukas Sorrentino. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.